Wir bereisen jetzt seit über 6 Wochen Kolumbien. Und in diesem Video zeigen wir euch, ob Bogotá sicher ist, was man dort unternehmen kann und ob sich ein Besuch lohnt. Kommen wir zum wichtigsten Thema in Bezug auf Bogotá, Sicherheit. Wir haben uns vorher auch Gedanken gemacht, bevor wir nach Bogotá gereist sind. Also wir haben auch von Raubüberfällen bei Tageslicht gelesen. Die Locals haben uns gesagt, man soll am helllichten Tag sein Handy nicht auf der Straße rausholen. Und spätestens an dieser Stelle war für uns der Punkt so gekommen, wo wir gesagt haben, okay, hier muss man wirklich aufpassen. Das Gefühl, durch die Straßen zu laufen und immer so angespannt zu sein, nach links und rechts zu gucken, hat uns geht so gefallen. Wir haben grundsätzlich immer ein Uber benutzt. Wir haben Gott sei Dank nicht so eine Erfahrung machen müssen. Wir waren sehr vorsichtig und sind super glücklich, dass uns so nichts passiert ist. Nichtsdestotrotz, wir wollten es uns nicht nehmen lassen, zu gucken, was die Stadt zu bieten hat. Es werden in Bogotá geführte Touren angeboten und wir haben dort eine Graffiti-Tour gebucht. Viele von den Graffitis haben wirklich eine sehr, sehr tiefe Bedeutung, die man beim Vorbeilaufen vielleicht gar nicht verstehen würde. Allein deswegen lohnt sich schon so eine Tour. Überall gab es immer einen sozialen Aspekt bei der ganzen Geschichte. Unterdrückung von Andersfarbigen, der Generationswechsel oder überhaupt, wie die Generationen sich untereinander tragen. Dann Kritik an die regierende Schicht im Land. Also viel Gesellschaftskritik, viel Sozialkritik, die in den Graffitis quasi durch die Künstler dort verarbeitet wird. Und es sah natürlich mega cool aus, ne? Ja, also das macht halt die Stadt aus. Es ist halt überall kunterbunt und ja, alles voller Graffitis. Wir essen jetzt Empanada mit Käse. Das ist so eine Tasche gefüllt mit Käse, I don't know. Schön fettig. Ich glaube, das ist in einer Fritteuse gemacht. Aber der Käse ist lecker. Ja. Die Touren an sich kosten nichts, so steht es auch im Internet, aber das Ganze beruht so ein bisschen auf Trinkgeldbasis, also jeder gibt so ein bisschen Trinkgeld dazu. Uns hat die Fahrradtour total gut gefallen. Heute Biketour? Wir sind mal am Stissel. Wir konnten mit dem Fahrrad die ganze Stadt erkunden, was man so zu Fuß gar nicht an einem Tag alles schaffen kann. Wir sind in einem historischen Zentrum angefangen. Leute, ich sag euch, wie es ist, Fahrradtour lohnt sich 100%. Auf jeden Fall. Und dieser Platz sieht geil aus, erinnert uns ein bisschen an Mailand. Ja, voll. Irgendwie so ein bisschen Milano hier, weil hier alles voller Tauben ist. Ja, das geht voll ab. Wir sind dann auf die Haupteinkaufsstraße gefahren. Gönn dir. Ist noch voll heiß. Also Leute, auf jeden Fall ist das so eine Teigfüllung mit Käse gefüllt. Voll geil. Gibt's auch mit Schoki. Ja. Von der Haupteinkaufsstraße sind wir dann quasi in das Geschäftsviertel gefahren. Da sind die ganzen Banken, da sind die ganzen Büros. Dann sind wir in ein wohlhabenderes Stadtviertel gefahren. Schmeckt? Ja, voll gut. Lecker. Ja, es war echt schön da. Und wir sind durch einen Park gefahren. Richtig, wir sind auch durch den Park gefahren. Und danach ging es in das ärmste Viertel, Santa Fe. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber jetzt regnet es und wir sind gerade auf dem Weg in das Armenviertel Santa Fe. Gleich fahren wir durchs Rotlichtdistrikt, da darf man leider nichts filmen, auch nicht mit dem Handy. Wir erklären euch einfach nachher, wie es war. Ja, unser Eindruck, man hat es direkt gemerkt. Also der Guide hat auch zugesehen, dass wir da relativ flott durchfahren. Ja, wir sind auch nur eine Straße entlang gefahren. Man konnte links und rechts kurz sehen, wie ja, die Damen da an den Straßen standen. Es soll da wohl ziemlich groß, viel und auch ziemlich hart zur Sache gehen. Schön war es nicht. Aber was dann wieder krass war, man ist dann eine Straße weitergefahren und dann auf einmal war man wieder so mittendrin. Zwischen arm und reich hat man da auch irgendwie... So nah beieinander und doch so weit entfernt die Welt. Ja, ein Highlight, was wir in Bogotá erlebt haben, war die Fahrt auf Cerro de Monserrate. Wir blenden euch den Namen mal hier unten ein. 3 Möglichkeiten, um auf den Cerro de Monserrate hier hochzufahren. Und zwar kann man einmal mit der Gondel fahren. Das haben wir gemacht. Richtig cool, weil das ist so eine Gondel, die komplett aus Glas ist. Und man hat schon unglaublichen Ausblick. Mega Aussicht. Man kann mit der Tram hochfahren oder man kann hier hochwandern, wenn man möchte. Bogotá ist grundsätzlich sehr hoch. Ich glaube 2300 Meter ist die Stadt hoch. Dieser Berg liegt nochmal über allem.
und man hat eine unglaubliche Aussicht auf ganz Bogotá. Die Stadt ist so riesig, man kann so weit gucken. So weitläufig. Wenn ihr dort seid, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Aussicht genießen. Oben ist noch eine kleine Kirche, ganz süß, ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Und man kann hier, es gibt noch so ein paar Fressbuden und Cafés und so einen kleinen Markt, wo man natürlich Souvenirs shoppen kann, so wie überall an jedem Tourispot. Einen Tag haben wir uns ein leckeres Frühstück im Viertel Chapinero gegönnt, direkt in der Nähe von unserem Airbnb. Und wir haben uns jetzt hier leckeren Kaffee bestellt, was zum Frühstücken, und wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe 2 Toast, einen mit Hummus und einen mit Guacamole und Käse. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Da hat sogar das Glück, mit der Besitzerin zu quatschen, und die Dame hatte sogar ein Ei auf ihrem Arm tätowiert und der Laden ist dafür anscheinend bekannt. Also wer auf Eier steht, ich kann euch das empfehlen, das schmeckt wirklich gut. Welches Ei hast du? Das linke. Indien-Ei auf einem richtig leckeren, krustigen Brot. Ist echt gut. Kolumbien ist natürlich für seinen Kaffee berühmt. Und deswegen trinken wir jetzt einen hier. Also das Besondere an diesem Laden ist, die probieren ganz viele verschiedene Techniken, um den Kaffee zu brauen. Und die Kaffeebohnen, die suchen die sich hier in der Umgebung von Bogotá, suchen die sich das bei den Kleinbauern raus. Das sind ganz, ganz spezielle Kaffeesorten. Ich persönlich bin nicht der größte Kaffeefan. Aber man muss trotzdem sagen, das schmeckt schon echt gut. Und der wird jetzt hier so am Tisch zubereitet und dann können wir den gleich genießen. Boah. Intensiv. Er schmeckt irgendwie ein bisschen aromatischer. Ja, der war echt gut. Und wir hatten noch ein Stück Kuchen, ne? Ja, also der Oreo-Cheesecake war auch echt mega. 100% Empfehlung, Leute. Der ist echt geil. Also muss ich ehrlich sagen, richtig guter Kuchen. Und hier ist nicht so ein Touri-Spot, also sind die Preise hier auch voll okay. Das war echt ein leckerer Kuchen. Ja, und die Location war auch einfach cool. Also hier ist echt so eine ganze Straße mit Second-Hand-Shops und es macht voll Spaß, hier einfach so ein bisschen zu gucken. Die haben einfach mal ganz andere Sachen, sehr ausgefallen, sehr bunt. Und ja. We made it! Wir sind gerade in Kolumbien, in Bogotá angekommen. Und wir haben eine Aussicht von unserer Bude, Leute. Wir haben hier ein Airbnb gebucht und wir bezahlen hier 20 € die Nacht. Dann haben wir uns in unserer Unterkunft selbst verpflegt. Wir hatten dort eine Küche und haben halt immer selber gekocht. Und Leute, die Unterkunft war wirklich gut. Ja, Preis-Leistung war echt mega, muss ich ehrlich sagen. Was man dazu wissen muss, Bogotá liegt sehr weit oben. 2200, 2300 Meter. Ja, da ist es auch wieder ein Problem mit der Höhenkrankheit. Das macht einem wirklich zu schaffen. Ich hatte die Erfahrung schon in Mexico City und in Bogotá war es nochmal einen Tacken schlimmer. Das Mexico City Video findet ihr hier oben. Extreme Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, die Kondition lässt nach. Der ganze Körper fühlt sich einfach platt an. Also man braucht immer so 1-2 Tage, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren, aber dann ist es völlig okay. Sollte man Bogotá besuchen? Ich möchte ehrlich zu euch sein, nicht unbedingt, weil diese Sicherheitslage, die hat man die ganze Zeit im Hinterkopf. Man kann sich dort nicht so frei bewegen, wie man sich das eventuell wünscht, wenn man zum Beispiel Urlaub macht. Ja, zum Urlaub machen ist es halt einfach Brainfuck, muss man ehrlich sagen. Wenn man längere Zeit durch Kolumbien reist oder sowieso Langzeitreisender ist, dann würde ich sagen, ja. Dann sollte man auf jeden Fall dorthin. Weil meistens landet man ja auch dort, wenn man nach Kolumbien reist. Ist das so der erste Spot, wo man ankommt. Ja. Und dann sollte man sich einfach 2-3 Tage Zeit nehmen, macht die geführten Touren, guckt euch alles an, aber dann könnt ihr auch weiterreisen, weil es gibt so viel mehr in Kolumbien zu sehen. So schöne Sachen. Und so toller, viel schönere Orte, wo man sich einfach so sicher fühlt. Am Ende des Videos wie immer hier nochmal eine Übersicht der Kosten, die wir dort hatten. Also, falls ihr den Kanal bis hier noch nicht abonniert habt, dann macht es auf jeden Fall. Und ja, unsere Kolumbien-Reise geht auf jeden Fall weiter. Danke fürs Zuschauen bis hier, bis zum Ende des Videos. Und wir sehen uns im nächsten Video. Geil.